freue mich von Herzen, dass du hier bist. Stell mal die Musik. Ja? Die nächsten 30 Minuten sind eine Zeit nur für dich. Vielleicht magst du dir schon wie ich eine Kerze anzünden. Kerze, die uns Wärme spendet, aber auch alles Negative, alle Illusionen bringt. Deshalb schau immer wieder mal ins Licht. Mehr einfühlen. Ganz gerne nehme ich auch ein warmes Hand oder ein Räucherstäbchen. Das hilft beim Reinigen. Alle unsere Sinne klar und dein authentisches Sein. Das ist das, was du leben darfst, leben kannst. Heute in diesen 30 Minuten geht es wirklich um dich. Berühr dich mal, egal in welcher Stärke. Vielleicht magst du deine Augen schließen. Ich sitze jetzt hier auf einem Yogakissen. Du kannst ganz egal wie stehen, sitzen, liegen, so wie es dir bequem ist. Ich habe im Hintergrund die Musik von Tony Anderson laufen mit Spotify. Ich bin mir nicht sicher, ob du das gerade hörst. Zu Hause kannst du immer wieder Heilmusik laufen lassen. Es gibt viele Heilfrequenzen. Du findest das einfach Spotify oder YouTube. Und heute geht es nur darum, bei dir anzukommen. Ich möchte gar nicht viel bewegen. Ihr könnt liegen oder sitzen. Versuch dich selbst zu spüren. Deinen Nacken. Genauso sanft, wie du berührt werden möchtest. Deine Bedürfnisse selbst zu erkennen. Dich selbst sehen. Dich selbst wahrnehmen. Ganz oft haben wir das Gefühl, nicht gehört oder gesehen zu sein. Und heute kannst du das für dich selbst machen. Du kannst die Hände auf deinem Herz, auf der Brust, auf deinen Händen, auf deinen Oberschenkeln haben. Ich ziehe jetzt eine Karte von einem wunderschönen Kartenset. Wenn du magst, teile ich dir das später. Habe ich von einer ganz lieben Freundin geschenkt bekommen. Vielleicht kannst du hier diese Karten sehen und die ziehe ich heute für dich. Mit meiner linken Hand, die ist noch intuitiver. Eine Karte für uns als Gruppe. Weiblichkeit, gemeinsam bei dir ankommen. Und wie treffend steht da Gesundheit. Vielleicht sieht man das mal. Gesundheit. Vielleicht verspiegelt auf jeden Fall. Gesundheit, die in dir beginnt und gleichzeitig in dir endet. Das ist das gesamte Konzept von etwas, das Salutogenese heißt. Und wenn du dir Krankheit vorstellst und Gesundheit, das ist nie
das eine auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite, sondern wir bewegen uns ständig auf einem Grat und du trägst immer Gesundheit in dir. Jeder Mensch trägt Gesundheit, die du in dir findest. Symptome wie Kopfschmerzen oder Gelenke, die wehtun, oder ein Magen, der verstimmt ist. Das ist ein Hilfeschrei des Körpers. Die Seele kann verschiedene Gründe haben. Und doch findest du immer Gesundheit. Gesundheit ist wie eine Quelle, eine Wasserquelle, die nie versiegt, bis zu dem Moment, wo wir in ein anderes Leben übergehen. Aber aktiv Gesundheit zu gestalten, ist etwas, das ganz, ganz tief in meiner Mission und in meiner Vision verankert ist. Und du achtest gerade jetzt auf deine Gesundheit, indem du dir diesen Raum gemeinsam mit uns legst. Und im Alltag kannst du durch kleine Anker immer wieder hierher zurückkommen. Und deshalb sitzen wir jetzt einfach bequem gemeinsam. Und du konzentrierst dich auf deinen Atem und auf deine Gedanken, völlig wertfrei. Vielleicht schaffst du es, diese immer in eine positive Richtung zu lenken. Denn wie du mit dir sprichst, wie du über dich denkst, wie du dich behandelst, so gehen wir in die Welt. Als Mutter, als Mitmensch, als Partner. Es beginnt immer in dir. Und ich liebe es, meine Hände hier auf mein Herz, in meinen Herzraum zu legen. Hier unser Brustkorb, wo wir unsere Rippen haben, der schützt wundervolle Organe. Zum Atmen brauchen wir die Lungen, die bis zum Zwerchfell hier heruntergehen. Und dazwischen drinnen, noch geschützter, nicht nur von den Knochen, sondern auch von den Lungen umhüllt, ist unser Herz. Das Tor zu deiner Seele. Und hier probierst du deine Lungen mit Atmung ganz bewusst zu füllen. Lungenspitzen gehen bis hier herab, füllen den ganzen Brustraum aus. Und über die Atmung erzeugst du Bewegung deiner Organe, deiner Lungen. Wenn du sie bewegst, blasen sie sich auf und gehen wieder zusammen. Dazwischen dein Herz bewegt über Atmung. Und das Besondere ist, es geht natürlich weiter, denn dein Zwerchfell bewegt über Einatmen, Ausatmen. Und darunter sitzen alle deine Darm, Leber, Blase, Gebärmutter, alle Organe, Milz und so weiter. Der Pankreas, das ist der 12-Finger-Darm, alles sitzt hier. Und all das bewegst du über das Atmen bis zu deinem Beckenboden, bis zu deiner Dammmuskulatur, die Muskulatur zwischen After und Scheide. Bis dorthin hast du deine Organe, bewegst du rein über die Atmung. Und natürlich, wenn ich mich hier so bewege oder wenn du im Alltag etwas machst, auch wenn wir eine Schüssel aus dem Kasten holen, du bewegst nicht nur Muskeln, Sehnen, Knochen, du bewegst immer deine Organe. Und die Atmung ist so ein Anker für Bewegung, für Reinigung und das Element Luft ist ein ganz elementares, ein schönes Wort mit den 5 Elementen. Wir haben Erde, Feuer, Himmel, Luft und Erde, Feuer, jetzt habe ich schnell geredet. Erde, Feuer, Wasser, das schöne Element des Wassers. Und über die Luft und über das zu dir in die Stille kommen, über die Kerze, von der ich vorhin gesprochen habe, über den Duft von dem Palo Santo, von dem Räucherstäbchen. Über all das ankern wir jetzt für dich in den nächsten Minuten, die ganze Woche bis zum nächsten Mal, wenn wir uns sehen, dass du
auf dich achtest, deine Gesundheit im Fokus hast und immer wieder zu dir zurückkommst, bevor du auf andere Menschen reagierst. Du atmest ein und aus. Ich mache das in meinem Tempo und du machst es in deinem Tempo. Beim Einatmen kannst du Liebe, Dankbarkeit, alles, was du möchtest, an Positivität einatmen. Und beim Ausatmen lass du los. Gibst in Liebe und Dankbarkeit alles zu seinem Ursprung zurück. Und wir machen ein paar Minuten lang, konzentrieren wir uns nur auf das. Du verbindest dich mit dem Element Luft. Du atmest ein, du atmest aus. In deinem Tempo. Hier gibt es keine spezielle Atemtechnik. Hier geht es nur um dein Sein. Du kannst die Handflächen nach oben offen ablegen, wenn du möchtest. In Liebe und Dankbarkeit schickst du alles, was nicht zu dir gehört, seinen Ursprung zurück. Atemzug für Atemzug kommst du mit deinen Gedanken immer mehr in die Ruhe. Immer mehr Verbindung zu dir selbst. Wenn du kannst, dann spür den Unterschied, wenn du ein paar tiefere Atemzüge nimmst. Spür, wie sich dein Brustkorb weitet. Deine Rippen und Rippenköpfchen und die Brustwirbel sich bewegen. Dein Zwerchfell weit wird. Und alle Organe in deinem Körper mitbewegt werden. Beim Ausatmen kannst du all deine Gedanken, die du gerade nicht brauchst, vorbeiziehen lassen. Wie Wolken im Himmel. Möchtest, kannst du zum Atmen und zur Musik ganz langsame Bewegungen machen mit deinem Oberkörper. Vielleicht magst du dich ein wenig rund machen und ein wenig strecken. Vielleicht spürst du dein Becken, das automatisch kippt und sich bewegt. Wenn deine Wirbelsäule sich rund macht. Wenn deine Wirbelsäule sich aufrichtet.
deiner Weiblichkeit, im ersten und im zweiten Chakra. Das ist deine weibliche Schöpferkraft. Der darfst du jetzt einfach ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht magst du deine Hand auf deinen Unterbauch legen. Schick Liebe und Dankbarkeit zu deiner weiblichen Schöpferkraft, die Männer und Frauen haben. Wir brauchen das Männliche und das Weibliche. Und jetzt gerade feierst du deine Weiblichkeit, deine Schöpferkraft, dein Sein. Und wenn du Mama bist, dann spür mal hinein, wie großartig dein Körper ist. Der Leben erschafft. Wie magisch und einzigartig, dass du in dir ein Kind erschaffen kannst. Wie zart und gleichzeitig stark dein Körper ist und sein darf. Er darf manchmal schwach sein und ist so oft so stark. Und wenn du deinen Oberkörper bewegst und so wie ich sitze jetzt auf diesem Yogakissen und egal wo du sitzt, vielleicht spürst du, wo sind deine Sitzbeinhöcker, zwei Knochen, auf denen wir sitzen. Am besten spürst du das auf einem harten Sessel. Und zwischen diesen Muskeln, zwischen diesen Knochen befinden sich deine ganze Muskulatur, dein Beckenboden, der deinen gesamten Oberkörper hält. Nicht nur diese Schale vom kleinen Becken, wo deine Blase, deine Gebärmutter, dein Enddarm sich befinden, sondern dieses ganze Gerüst ist das Fundament im Beckenboden und darüber stapeln sich wie in einem Hochhaus alle Organe. Darüber ist dein Darm, dein Dickdarm, dein Dünndarm, darüber sind deine Leber, ein schweres Organ, ein großes Organ, die Milz, der Pankreas, das Zwerchfell. Und wieder sind wir bei den Lungen, beim Herz, darüber die Schilddrüse, das Hirn. Alles ganz wichtige Organe. Und natürlich gibt es noch Nieren und Nebennieren und viele weitere. Bleib in dieser Dankbarkeit und wir bleiben einfach nur beim Atmen, beim sich in dich verlieben. Schenk deinem Körper diese Liebe, die er verdient hat. Dein Raum nur für dich ist dein Körper. Der Raum, der immer da ist, auch wenn 5 Kinder auf dir drauf liegen. Oder du in einer Menschenmasse untergehst. Das Magische und das Wahrhaftige, das dein Körper ist, dass du bist. Bei jedem Atemzug, den du jetzt einatmest, holst du dir in Liebe und Dankbarkeit alles zurück, was zu dir gehört. Deine Worte, deine Gedanken, alles, was du aussendest, holst dir zurück. Spür diese
Tiefe, tiefe Dankbarkeit. Atmen, das dir zurückholt. Ausatmen, das jedes Mal ein Stück reinigt, du loslassen kannst. Du ausatmest und wie Wolken weiterziehen lässt. Dehn dich mal ein bisschen seitlich in so einer Seitenneigung. Ich möchte nur deine Aufmerksamkeit dorthin lenken. Du sollst nicht eine Dehnübung draus machen, sondern eine sanfte und zarte Bewegung und spüren, wow, das bin ich, das bist du. Jeder Knochen, jeder Muskel, jede Zelle bis ins Kleinste deines Körpers, perfekt so wie sie ist. Die Mitochondrien, die noch kleinere Teile jeder Zelle sind. Du bist diese Alchemistin, diese Zauberin, diese Meisterin deines Körpers. In tiefer Liebe und Dankbarkeit kannst du, wenn du möchtest, deine Augen öffnen. Uns als Frauen gemeinsam danken, dass wir das Universum mittragen. Natürlich brauchen wir unsere Männer. Und dein Universum trägt dich. Ich liebe diese Vorstellung, dass das Universum von uns getragen ist und dein inneres Universum, das dich trägt. Und wenn du möchtest, machen wir dieses Zoom jetzt zu und du hast noch ein paar Minuten. Vielleicht kannst du dich hinlegen, vielleicht in einer Fötushaltung auf der Seite oder ganz bequem. Und nimm diese Dankbarkeit für dich, deinen Körper, deine Lungen, deine Zellen, deine Mitochondrien, deine Gesundheit in dir. Nimm das mit und ich freue mich auf euch nächste Woche.